104 Jahre werde ich in 4 Monaten, ja. Inwiefern hat es damals so Meinungsfreiheit gegeben? Nein, das war mit dem Moment war da Schluss. Da war eine reine Diktatur. Wie man hat irgendetwas gegen das Regime laut werden lassen. Und nachher war man dran. Da haben sie nachher viel deportiert in die Lager im Jahr. Da hat sich kein Mensch getraut, dagegen etwas zu sagen. Nein. Was hat die Welt aus der Zeit von damals gelernt? Ja, gar nichts haben sie gelernt. Überhaupt nichts. Nein. Sieht man ja. Ist wieder dasselbe. Ganz wieder dasselbe, ja. Man kann es nicht begreifen, dass die Menschheit nicht gescheiter ist worden. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Einfach unten klicken. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, Ja. wie jung soll es sein? Ja, leider bin ich schon 104 Jahre werde ich in 4 Monaten, ja. 104 Jahre Ja, ja. wären es am 11. Juni. Ja, genau so stimmt's, ja, das Datum. Ja, man kann es selber nicht glauben. Irgendwie ist es eine Gnade, dass man so alt wird. Hätte ich eigentlich selber nie gedacht, dass es so weit kommt eben, dass ich die Einzige bin, die so alt wird. Meine ganzen Vorfahren waren eben kein Mensch so alt, ne? Eben. Am 11. Juni 1922 22, ja. seien Sie geboren. Ja, da bin ich geboren, eben, ja. In eine armselige Zeit hineingeboren eigentlich. War nicht so besonders. Die Wirtschaftskrise, keine Arbeit, kein Geld. Dann hat diese Wohnungsmisere überall. Man kann es heute gar nicht begreifen, wie es damals war, dass man überhaupt so hat wohnen können und leben können. An allen hat es gemangelt. Von der Wäsche angefangen bis zu den Lebensmitteln, kurz und gut. Überall war alles sehr knapp, ja. Nur das Allernotwendigste hat man gehabt eben, ja. Das war ja, so wie Sie gerade angesprochen haben, gerade die 20er Jahre, das war dann die Zeit eben der Ja. Arbeitslosigkeit, Ja, nein, das Weltwirtschaftskrise, ist, Inflation. Genau, das ist übergegangen in die 30er Jahre. Das war eine schlimme Zeit eben. Da hat es nur Arbeitslose gegeben eben. Und eben Armut. Weil eben überall der Kinderreichtum war. So viel Leute und kein Lohn und kein Geld. Das war eine schlimme Zeit eigentlich. Aber man hat es irgendwie, es hat jeder eigentlich das erleben müssen. Es waren wenig, die überprivilegiert waren. Es hat eigentlich der Großteil so gelebt eben in Armut und in Sorge, ja. Das war eigentlich eine schlimme Zeit, diese 30er Jahre, ja. Das darf man sich einerseits nicht wundern, dass dann der Nationalsozialismus so leichte Spüre gehabt eben, ja. Weil das haben wir alle eine Familienbeihilfe gekriegt, 1938. Die alten Leute, die keine Versicherung und keine Rente gehabt haben, haben auch einen kleinen Beitrag gekriegt. Und so hat man sich ein bisschen was können schaffen mit dem Geld. Und das hat einen Aufschwung gegeben, aber leider hat es nicht lange gedauert. Und das ist dann in die Kriegsding übergegangen, ja. Der Weltkrieg ausgebrochen, eben. Vielleicht noch eine Frage kurz davor, bevor der Weltkrieg ausgebrochen ist.
Haben Sie da irgendeine bestimmte Erinnerung, wie am 12. März da der Anschluss Österreichs war, wie der Hitler da gekommen ist? Wie haben Sie denn das so miterlebt als das habe ich 16-Jährige? erlebt. Das habe ich erlebt. Da war ich in Villach in einer kleinen Konditorei angestellt. Und dann hat man den Anschluss erlebt. Eben, da sind wir umbenannt worden von Österreich auf Ostmark. Und dann haben sie uns überschwemmt. Da ist dann so viel Militär aus Deutschland ist dann überall in Österreich aufgeteilt. Da war alles nur deutsches Militär, das war eigentlich. Und dann natürlich der große Jubel. Österreich hat ja auch gejubelt. Da habe ich der Führer ist eingetroffen in die Hauptstädte. Da ist ja gejubelt worden, ja, weil halt die Zeit besser ist worden, ja. Da sonst dann so hat eingeschlittert lassen mit seinem Wahnsinn, ja. Das hat die Dämpfen vorausgesehen vorher. Wir haben auch das halt nicht gewusst, nicht eben, ja. Wie war denn das dann im April 38, wie dann die Wahl war? Haben Sie da noch Erinnerungen, wie das war? Ja, angeblich man ist zur Wahl gegangen, eben, ja, das wird der Großteil war ja für einen Beitritt, eben für die Einvernahme, war aber der Großteil dafür. Wenige waren dagegen. Es hat sich ja schon vorher zusammengebraut mit der Illegalität. Da waren ja so viele Illegale schon, die schon gewusst haben, was da kommt, eben, ja. Inwiefern hat es damals so Meinungsfreiheit gegeben? Nein, das war mit dem Moment war da Schluss. Da war eine reine Diktatur. Wie man hat irgendetwas gegen das Regime laut werden lassen. Und dann war das so viel. Die Nachbarn haben denunziert, haben das irgendwie wieder, damit sie gut gestanden sind, den Parteibonzen gesagt, du, der hat das und das gesagt. Und nachher war man dran. Da haben sie nachher viel deportiert in die Lager eben, ja. Da hat sich kein Mensch getraut, dagegen etwas zu sagen. Nein. Haben Sie da jemanden persönlich gekannt, der sich damals so geäußert hat und dann in KZs gekommen ist? Bei uns so weniger, In die Städte war es schlimmer. Da war die Gestapo, hat das geheißen, das war so eine Polizeieinheit, die war präsent überall. Die haben derart aufgepasst, ja. Nein, da im Land war es weniger, aber man hat auch nicht so vorsichtig sein, weil der Großteil der Besitzer und die waren ja alle national abhängig oder halt Anhänger davon. Da hat man schon sehr müssen aufpassen, ja. Die Nachrichten waren nur einseitig eben nur auf Sieg und auf das Regime. Also viel Propaganda, auch in so Zeitungen und im Volksempfänger, Propaganda. Propaganda war sehr groß und eben auch alles nur auf das bezogen, nicht. Und man hat so kleine Volksempfänger gehabt. Wir haben auch angeguckt, dass so kleine schwarze Kastel waren, das war ein Radio, die waren ganz günstig und die haben sie zuhauf auf den Markt geschmissen, damit die Leute eher die Propaganda mitgekriegt hat, alles, ja. Und da haben wir ein bisschen Kinder verfolgen. Und da war auch eine Sondermeldung nach der anderen, wie sie Polen angegriffen haben, die Deutschen, eigentlich aus nichtigem Anlass. Und dann bald darauf Russland und alle Länder hat er besetzt. Frankreich und die ganzen nordischen Länder außer Schweden. Schweden war neutral. Aber die anderen Länder waren alle besetzt von der deutschen Wehrmacht. Ja. Wie haben Sie denn das erlebt, als am 1. September 1939 eben Deutschland Polen überfallen hat? Ja, das war eigentlich über Nacht. Und auf einmal war halt Krieg. Mit Russland hat er eigentlich einen Nichtangriffspakt mit dem Stalin abgeschlossen, der Hitler. Aber den hat er nicht eingehalten, hat er den Plan gehabt, er will den Osten alles mit deutscher Rasse besetzen. Das Volk dort hat er als minderwertig
behandelt eben, ja. Und da hat er den Wahn gehabt, ja, alles mit Deutsch besetzen und alles einvernehmen. Einfach das Deutsche Reich so groß machen. Es hat sogar ein Marschlied gegeben. Die Soldaten haben immer müssen, wenn sie irgendwo in Formation marschiert sind, haben sie immer singen müssen. Und da haben sie gesungen, wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Denn heute gehört das Deutschland und morgen die ganze Welt. In diesen Sinnen hat er gearbeitet. Ja. Und so war dann die ganze Welt eigentlich einbezogen. Bis Amerika war alles eben in Krieg einbezogen. Eben, ja. Und da haben so viel müssen sein Leben lassen für nichts und wieder nichts. Dazu hat dann der Winter 42, 43 war ganz schlimm und ganz arg. Der hat dann in Russland die deutsche Wehrmacht stark wieder zurückgeworfen eben, ja. Es war fast gleiches wie der Napoleon, den Feldzug nach Russland, ja, war fast dasselbe. Wie war da zunächst die Stimmung im Land, wie dann da der Krieg angefangen hat? Wie haben Sie das so erlebt am Anfang? Teilweise war Jubelstimmung. Ja, jetzt weiß ich, was sie sich da vorgestellt haben mit diesem Sieg. Eben, aber der ein bisschen vernünftig denken hat können, der hat das anders gesehen eben, ja. Ja, es war, am Land waren die Arbeiter das Jahr arm dran und die jungen Burschen. Und dann war natürlich die Propaganda da, kriegst ein Sold, eben monatlich ein gewisses Geld, du hast eine schöne Uniform, da sind sie auch geworben worden, da sind auch wieder Freiwillige auch wieder dabei gewesen, bei uns so junge Buben eben, ja. Zuerst sind schon einige UK gestellt worden, das hat geheißen unabkömmlich. Wenn der Hof eben gebraucht hat, dann ist einer wohl eine Zeit lang hat er dürfen daheim bleiben, aber dann dem Ende zu hat überall alles müssen eingehen. Die gute Mitte hat gefällt eigentlich, ja. Nein, das war schlimm. Dann hat sich bald einmal herauskristallisiert, Mitte 40, ach, jetzt ist keine Aussicht mehr, dass wir siegen. Am Anfang war alles eingestellt auf Sieg. Also Deutschland wird siegen. Aber dann ist es zurückgegangen, ja. Inwiefern sind Sie dann auch so mit der Judenverfolgung in Berührung gekommen? Wie haben Sie das so mitgekriegt? Das haben wir herausgenommen und eigentlich nicht. Nein, da haben wir mit der Judensache überhaupt nichts. Man hat sie lange nicht gewusst, auch nicht. Erst später, oder überhaupt zum Großteil, erst nach dem Ende des Krieges, da hat man erst erfahren, was da los war. Nein, da hat man eigentlich gar nichts mitgekriegt. Wann haben Sie das dann genau mitgekriegt, dass da im Holocaust 6 Millionen Juden umgebracht worden sind? Wann haben Sie denn das dann so? Ja, dann hat man schon durch den Krieg eben durch Zeitungen und durch Radio und das ist dann publik geworden. Dann. Es hat schon angefangen mit den Verurteilungen der Hauptverdächtigen eben, dann hat es angefangen, dann ist das erst hervorgekommen. Vorher hat man ja kein Mensch gewusst, überhaupt bei uns heraus, kein Mensch gewusst, dass das möglich war. Diese 8 Millionen Juden, die sie haben vergast und umgebracht. Und auch in die Städte wird man es vielleicht eher schon gewusst haben als miteinander, weil ja so viele Regierungsmitglieder der vorhergehenden Regierung, so wie der Fiegel und der Raben, die waren ja alle in den Lager schon, ja. Die werden schon gewusst haben, aber wir heraus am Land haben wir überhaupt keine Ahnung gehabt, ja. Aber dann, wie der Krieg aus war und die Russen die ersten Lager haben gestürmt eben und dann die Maler haben gefunden, na, hat man das erst mitgekriegt, ja.
Inwiefern hat sowas passieren können? Wie hat der Mensch das machen Ja, können? das kann man heute nicht begreifen. Ich hab das nie, nein, das kann man nicht begreifen, dass ein Mensch das möglich macht. Oder dass der fähig ist, so was furchtbar war das, ne? Ja, da hat es nur Massengräber gegeben, ja. Nein, das war ganz schlimm. Sie haben dann irgendwann zum Reichsarbeitsdienst müssen. Ich bin befreit worden. Ich hätte müssen gehen. Und das war genau 14 Tage nach dem Tod der Mutter. Und unsere Mutter ist mit 42 Jahren gestorben und hat uns 5 Kinder hinterlassen. Ich war die Älteste mit 18 Jahren und habe dann auf die Kinder geschaut. Ich habe eigentlich meine Geschwister großgezogen, weil der Vater hat gleich drauf geheiratet und die Stiefmutter hat ihren Beruf nicht wollen aufgeben. Sie war Gutshofköchin und da ist sie verblieben. Der Vater hat mit ihr zusammengelebt und wir waren in seiner Werkwohnung. Er hat eine Werkwohnung gehabt, weil er Hofzimmerer war an den Gutshof. Und da haben wir dürfen dort wohnen. In 35, 40 Quadratmeter Wohnung haben wir gehabt. Ich mit den Geschwistern. Und ich habe sie mit meinem kleinen Lohn eben über die Runden gebracht, die Geschwister. Ich habe am Gemeindeamt dürfen arbeiten während der Kriegsjahre, sozusagen als Kriegseinsatz. Ja. Und mit dem haben wir uns über Wasser gehalten. Ja. Man hat es sehr knapp gehabt alles miteinander. Am Land hat man es leichter gehabt, ein bisschen, weil man ab und zu ein bisschen wo einen Gemüsegarten gehabt hat oder einen Kartoffelanker oder vielleicht eine Ziege oder ein paar Hähner. Da hat man schon ein bisschen leichter gelebt. In den Städten haben sie sehr gelitten. Aber wir haben auch trotzdem Hunger gehabt. Auch. Oh ja, manchmal ganz schlimm. Und dann hat man so eigene Vorstellungen. Im Hunger hat man sich alles mögliche Gute vorgestellt. Buttersemmeln. Ja, was es gegeben, ja. Da haben sie gesagt, eben den Traum von Buttersemmeln, Ja, weil kein da Mehl, hab ich kein das, Butter. ja. Das war immer, mein Gott, also, ein Semmel war sowieso eine Seligkeit. Immer noch ein gutes Bauernbrot mit Butter vorgestellt. Ja, leider hat es nicht gegeben. Es hat nur Margarine gegeben. Butter haben wir halt gar keine gehabt. Und das hat alles nur deckermäßig gegeben, war das eingeteilt. Und doch war es richtig, weil sonst wäre ein Chaos. Weil nach dem Krieg, dann haben die Karten aufgehört, da war es dann noch schlimmer. Weil alles drunter drüber gegangen ist, ja. Haben sie da viel, also Nachbarsbuben, Schulkollegen gehabt, die einrücken mussten? Die ganzen Schulkollegen, meine Schulkollegen sind eigentlich alle am Feld geblieben, ja. Was ich weiß. Fast die ganzen, bis auf einen, zwei, sind alle gefallen, waren 45 Schüler, wohl gemischt, aber die Buben sind alle im Krieg geblieben, ja. Nein. Und auch die so viele Väter und nein, das war eine schlimme Zeit. Das war immer, in der Gemeinde habe ich eben die Verständigung gekriegt, da hat man auch müssen die Angehörigen weitergeben. Da hat, wenn einer gefallen ist, da hat dann der zuständige Oberleutnant oder was er halt war, der Vorgesetzte der Familie geschrieben, nicht für Führer, Volk und Vaterland, ja. Das war aber schlimm, nachher die Familie verständigen, ja. Das war ganz arg, wenn einer wieder nicht mehr heimgekommen ist, ja. In jeder Gemeinde hat es derart viel Gefallene gegeben, ja. Weil doch in Afrika es hat sich gefallen, in Russland und ja. Nachher so viel waren bei der Marine, die sind alle im Meer ertrunken, ja. Weil sie wieder wo versenkt haben
Nein, das war ganz schlimm, ja. Und nachher diese Verdunkelung, die war so, das war so mühsam. Man hat alles müssen so hermetisch abdunkeln, damit die Flugzeuge keine Angriffsflächen haben gehabt. Eben, ja. Da haben wir so zugeteilt gekriegt, also ein starkes schwarzes Papier, ein bisschen stärker. Und da hat man müssen so von Holz so einen Rahmen machen und hat jeden Tag abends einstecken in die Fenster und davor wieder alles entfernen. Das war sehr mühsam, ja. Aber man hat ja nicht dürfen, wo irgendwo eine kleine Lichtquelle, na, das ist so eine eigene Blockwarte eingeteilt gewesen von der Partei aus. Die haben da nachher überall eine Kontrolle gemacht, ob ja alles gut abgedichtet war, dass ja der Feind von oben, wenn er übergeflogen ist, ja nicht gesiegt eben, ja. Weil Sie waren ja am Land. Ja, am Land, ja. In der Stadt, in den Städten war es sowieso ganz schlimm. So heraus hat man ja so richtig vom Kriegsgeschehen wenig eigentlich was mitgekriegt, eben, außer den Mangel der Not und die Sorge um die Ungehörigen und so. Aber so vom richtigen Kriegsgeschehen hat man heraus. Das war in den Städten schon schlimm, ja, mit den Angriffen von den Bomber. Und wie war das dann oft, wenn selber bei Ihnen auch die Flugzeuge drüber geflogen sind? Ja, das war Geröde. Das war Alltagsgeschehen. Das hat noch immer gedröhnt. Der ganze Himmel hat den ganzen Tag gedröhnt. So sind sie drüber geflogen, ja. Als Motorflugzeuge, da hat es keine Düsen gegeben noch, ja. Man hat immer schon gemerkt, jetzt geht es dem Ende zu eben, ja. Haben schon die Soldaten, wenn sie in Urlaub heimgekommen sind, schon gesagt, eben, lang wird es nicht mehr dauern, dann ist vorbei. Und das ist eigentlich dort einmal ganz schnell gegangen am 8. Mai 1945, ja. Wie haben Sie das erlebt? Das hat man eben im Radio, in den kleinen Volksempfänger, haben sie das gebracht. Heute ist Frieden eingekehrt ist, ja. Was war das für ein Gefühl, dass der Krieg jetzt aus ist? Ja, irgendwie eigentlich eigenartig. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Schön, man war froh und glücklich darüber. Es war ganz eine eigenartige Stimmung. Aber weil es halt mit so viel Verlusten zu Ende gegangen ist eben, das hat man halt auch nicht so richtig können. Ich weiß auch nicht, ja, das war eine komische Stimmung eigentlich, ja. Aber dann haben Sie einen Mann schon kennengelernt gehabt, während der Krieg noch war. Nein, das ist nach dem Krieg. Nach dem Krieg, ja. Nach dem Krieg, ja. Das sind so versprengte Reste von Regimenter, haben halt geschaut, dass sie heimkommen irgendwo. Und das waren hauptsächlich Sudetendeutsche, die da hergekommen sind. Die haben nicht heim können, eben weil eben mit Böhmen alle ausgesiedelt sind waren. Da haben sie nicht heim können. Die sind nachher da gestrandet über den Balkan, eben von Russland über den Balkan, sind sie halt nach Österreich gekommen. Und da war mein Mann eben auch dabei. Da waren sie länger einmal in die Lager, in die Länder umeinander, in Kärnten, in Steiermark und überall. Und sind dann aufgeteilt worden in Gruppen zu den Bauern und zu den Handwerkern umeinander. Und da haben sie eben dann gearbeitet, alle miteinander. Und dann eines Tages sind sie plötzlich zusammengeholt worden wieder, alle miteinander. Und wo die sind hingekommen, ich glaube, die waren dann im Austausch mit Russen irgendwie. Weil hat sich nie mehr welcher gemeldet. Da wäre bestimmt einer irgendwann mal zurückgekommen. Weil es haben sich Beziehungen gebildet schon da mit den Burschen.
Da war bestimmt einmal einer irgendwo, aber nicht den einzigen hat sich einmal wo gemeldet. Die sind alle wo verschwunden. Aber mein Mann hat das Glück gehabt und ist selber wieder von dem Bahnhof zurück nach, zu mir haben, ja. Eben. Und hat dann da, er war Wagner, eben gelernter Wagner, und hat da in einem kleinen Betrieb gearbeitet, mit dem Meister zusammen allein, und haben sehr viel Arbeit gehabt, weil es war ein Aufschwung. Jeder hat gebraucht an Handwerksgeräten und Räder und nachher vielfach haben sie Rodel gemacht, weil das war das einzige Weihnachtsgeschenk, das erste, wenn wer hat einen Rodel gekriegt, eben, ja. Und das hat mein Mann eben gemacht mit dem Meister. Eben, ja. Und 1948 haben sie dann geheiratet. In 48, weil vorher haben wir keine Papiere gekriegt, weil ja die Tschechen das alles haben eben kassiert gehabt. Und dann hat der Schwiegervater hat das in die Wege geleitet. Der hat können drinnen bleiben in Böhmen, weil der hat in einem großen E-Werk gearbeitet oder war halt irgendwas. Und der hat dort müssen die Tschechen einarbeiten, weil die Deutschen alle ausgeliefert waren. Und dann, dadurch hat er dürfen daheim bleiben, drinnen bleiben. Die haben einen kleinen Bauernhof haben sie gehabt, eben, ja. Aber mein Mann ist erst nach 20 Jahren das erste Mal in die Heimat zurück. Er hat sich vorher nicht recht getraut, weil die Böhmen, die haben ja alle müssen bei der deutschen Wehrmacht dienen, weil sie ja deutsch waren. Eben der Hitler diese zwei Länder hat wieder einbezogen, das Deutsche Reich. Und da hat er sich nicht recht heimgetraut, aber dann nach 20 Jahren. Aber er hat seine Heimat nicht mehr erkannt, weil alles dem Boden gleichgemachtes waren. Und die Landschaft hat sich verändert, weil alles verwachsen war. Nein, er hat seine Heimat nicht mehr gekannt, eben, ja. Sein Daheim schon, das ist verblieben dort, das Stück Land, aber alles Übrige war weg. Wie viele Jahre waren Sie verheiratet mit dem Mann? Wie lange? Mein Mann war gesamt beisammen 37 Jahre. Ja, ja. Und wie haben Sie das gemacht? Was ist das für Sie wichtig gewesen, wenn man so verheiratet ist? Weil heutzutage trennen Sie ja viele junge Leute. Ja. Was ist da so wichtig, dass man so zusammen bleibt? Ich habe das Glück gehabt, über einen sehr guten Mann gehabt. Sehr einen guten Mann. Fleißig war er. Ich habe nicht brauchen arbeiten, ich habe können daheim bleiben, bei den zwei Kindern, die ich gehabt habe, ja. Nein, können daheim bleiben. Und allein wirtschaften, wie ich wollten, mit Geld und mit allem, das hat er mir alles überlassen, ja. Nein, mir ist sehr gut gegangen, ja. Er war ein guter Mensch, wirklich ein guter. Da hat er dann in der Fabrik zusätzlich gearbeitet. War so eine kleine Pappenfabrik, das ist eine Kartonfabrik sozusagen. Da hat er gearbeitet und dann noch 4-5 Stunden dazu jeden Tag in der Wagnerei am Hof, wo diese Fabrik dazugekehrt hat. Dort hat er sozusagen doppelt gearbeitet und dadurch ist es uns eigentlich besser gegangen, ja. Wie war das dann 1955 für Österreich dann frei war? Wie war das dann so nachher dann? Ja, dann haben wir ja 10 Jahre die Besatzungen gehabt. Wir in Kärnten und Steiermark die Engländer. Ja, die haben uns auch noch ein bisschen zu schaffen gegeben, weil sie mit vielen gegangen sind. Hauptsächlich die Russen, die anderen weniger, aber die Russen, die haben uns schon ausgebeutet eben. Die Wien und da, die haben schon gelitten darunter, ja. Ja, das war halt die Revanche eben. Die haben das schon nachher uns spüren lassen, wie sie überfallen worden sind von den Deutschen, ja. Das hat nachher natürlich die nachfolgende Generation hat das müssen dann mitmachen eben, ja.
Was eben von den Deutschen angerichtet geworden ist, Ja, was seien ja der- viel Kriegsmassaker, Kriegsverbrechen an Zivilbevölkerung. Die haben schon auch, es ist so alles vertuscht worden und eben mit der Propaganda. Die Propaganda war ja derart aufgebaut während dieser Zeit des Nationalsozialismus eben. Aber die haben schon auch allerhand angestellt in Russland und überall, ja. Es war halt so, dass die da waren von dem Land überhaupt, die vorher nur Dienstboten waren und nichts gegolten haben. Und dann waren sie eingezogen bei der Wehrmacht und dann sind sie vielleicht ein bisschen in die Chargen, in die Heck gekommen und dann waren sie wichtig. Und da haben sie auch viel Fehler gemacht dann, ja. Da haben sie sich dann, jetzt bin ich auch stark. Und da haben sie oft nachher die Fehler gemacht, dass sie die russische die Bewohner eben Zivilbevölkerung. haben massakriert, ja. Die Machtgier, Machtwahn. Da haben sie die Möglichkeit gehabt, nachher. Jetzt bin ich auch wer. Vorher waren sie nichts nicht und nachher. So haben wir viele gehabt. Und die haben eben den Deutschen geschadet, eben mit den Übergriffen auf das andere Volk. Ja. Wie ist denn das dann nach dem Krieg gewesen? Ist da viel über die Zeit dann gesprochen geworden? Oder wie hat sich das mit der Erinnerung das war ausgeschaut? eigentlich irgendwie der Fehler. Das ist viel verdrängt worden. Es hätte viel mehr müssen der Jugend und denen das weitergeben werden, eben wie die Zeit da war, diese Jahre. Die, was heimgekehrt sind, heimgekommen sind von den Fronten, die haben nicht wollen was erzählen. Die haben alle irgendwie waren alle ein bisschen geschädigt durch das Grauen und das furchtbare Erleben der ganzen Sache. Die haben nicht kennen erzählt und haben auch nicht wollen. Haben oft junge Leute gesagt, ja, Vater, erzähl du, wie war's denn? Nein, das haben sie nicht zusammengebracht, lange Zeit nicht. Eben. Und das war der Fehler. Und so hat die Jugend das gar nicht so mitgekriegt, eben wie das war, das ganze Leben in die 40er Jahre. Ja. Das hätte mehr müssen aufgearbeitet werden. Deswegen danke, dass Sie uns heute da Nein. das erzählt haben, weil das ist, wie gesagt, gerade das, warum wir das probieren zu machen, dass eben wir die gleichen Fehler nicht noch einmal wiederholen. Ja, weil sich wiederholt alles, ja, weil sich alles wiederholt, ja. Nein, das war irgendwie, ja, das ist nicht richtig. Und es ist auch so irgendwie, so komisch, es waren die da alle irgendwie ein bisschen schuldig. Jede Ortschaft hat einen Ortsgruppenführer gehabt, das war die Hauptperson der Partei sozusagen, nachher Anhänger. Aber bestraft haben sie gewöhnlich die kleinen Mitläufer. Die Großen sind alle irgendwie wieder runtergeschluckt wieder und verkommen und wieder in andere Parteien dann hervorkommen, wieder in irgendwie führender. Das ist alles ein bisschen ein anderer drüber, war das, ja. Was haben Sie da persönlich aus dem Krieg gelernt? Was ist so das Wichtigste, was Sie aus der Zeit gelernt haben vom Krieg? Ja, was sind, wie sagen sie, Krieg ist immer schlimm, das ist immer schlimm. Man kann nur hoffen, dass Frieden bleibt und die Natur erhalten bleibt. Man hat eigentlich überhaupt viel naturbezogen gelebt, in allen eigentlich, ja. Und ruhig, soweit ja ruhig gelebt, eben ohne Auf und Nieder. Sie haben ja gesagt, es hätte nach dem Ersten Weltkrieg keiner mehr geglaubt, dass wieder sowas Ja, anfängt. und gleich bald wieder, nicht? Das ist ja gar nicht so lang eigentlich, ja. Aber das ist, glaube ich, schon, das war schon so vor, dass gleich wieder was kommt dann, ja. Nein, das waren schlimme Zeiten, ja. Was hat die Welt aus der Zeit von damals gelernt? Ja, gar nichts haben sie gelernt. Überhaupt nichts, ne? Sieht man ja. Ist wieder dasselbe.
ganz wieder dasselbe, ja. Und nur vernichtet, alles vernichtet. Sie sind jetzt schon damals miteinander, ja. Und die Menschheit muss leiden, ja. Leider Gottes, wir können da gar nicht mitreden. Nein. Auf uns hören sie nicht. Ja, Wie geht es Ihnen da so, wenn Sie jetzt so das alles verfolgen, was auf der Welt passiert? ja, Wie geht es Ihnen da so? man kann es nicht begreifen, dass die Menschheit nicht gescheiter ist worden, die ganzen Jahre. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Und allen geht es gut. So, wer hätte gedacht, dass der Menschheit einmal so gut geht wie heute? Wo alles so in Überfluss vorhanden ist, das hätte man sich ja gar nicht vorstellen können. Dass so einmal das möglich ist und das wird auch wieder zunichte gemacht. Eben, ja. Und für nichts und wieder nichts. Es bringt ja nichts. Kein Krieg bringt irgendwas. Es sind nur Verluste. Ja. Was können wir da tun, dass wir das Ruder irgendwie umreißen können? Ja, da können wir mehr nicht eingreifen. Ne? Das sind andere, die wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie die hinken oder was die im Kopf haben, das versteht man nicht, ja. Was das für Denken ist. Ist ja schade um die Welt. Es ging ja allen gut. Jeder hat irgendwie Möglichkeiten. Oder hat irgendwie Schätze, die aber es wird alles zunichte gemacht, ja. Und nur Geld und Macht ist wichtig, ja, leider. Geld und Macht. Ja, das wird immer schlimmer eigentlich, ja. Der Größenwahn. Ja, der Größenwahn, ja. Der ist nicht mehr einzuholen und nicht mehr zu stoppen, nein. Das geht dahin. Immer mehr. Wenn wir sehen, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ihr seid einmal. Ich weiß nicht, was euch noch bevorsteht. Ja, ihr seid noch jung. Wenn wir sehen, so ist es. Was ist wichtig im Leben? Ja, dass man zufrieden ist, mit allen irgendwie glücklich ist und das Beste halt macht, dass jeden Tag, dass man auch leben kann nach das und gesund ist soweit. Die Gesundheit ist sehr wichtig, ja. Gesundheit. Ja, die Gesundheit ist sehr wichtig. Da hat man ja noch was vom Dasein, ja. Wie haben Sie auf Ihre Gesundheit geschaut? Ich habe eigentlich wenig was. Ich war wenig in einem Krankenhaus oder sonst irgendwas. Ich habe eigentlich nicht viel was mitgemacht. Nein, eben. Und jetzt sind es mittlerweile schon 103, bald 104. Ja, bald 104, bald, ja, wenn wir sehen. Und machen immer jeden Tag in der Früh Morgengymnastik. Ja, mache ich, ja. Die noch ein bisschen Radl fahren im Bett. Ja, das ist ja. Radlfahren, so im Bett, die kleine Ja, Früh genau. treten. Und so die Übungen machen, die mir der Therapeut noch gezeigt hat, der ist uns leider verunglückt, den, ja. Den habe ich gehabt, zwei Therapien. Und der hat mir alle halt gezeigt, wie man noch ein bisschen in Bewegung bleibt. Ja. Und das machen Sie jeden Tag. Jeden Ja, das mache Tag. ich jeden Tag in der Früh. Vor dem Frühstück. Mit dem Hund gemeinsam. Ja, mit dem Hund gemeinsam, genau so ist es. Ja, haben wir ja, ein Foto. Das ist eigentümlich, ja. Wenn ich die Übungen am Ding mache, am Kastel, stellt das sich genauso hin, ja, der Pudel. Wie lange dauert so das? Wie lange machen Sie das? Na ja, Wie lange? mache Eine halbe Stunde? 10 Übungen, 4, 5 Übungen und jede Übung 10 Mal, ja. Boah. Ja, na, 10 Minuten, eine Viertelstunde, sowas, ja. Haben Sie da irgendein Rezept dafür, dass jetzt bald 104 Jahre werden? So was Sie Bestimmtes gemacht haben oder nicht gemacht haben? Eigentlich nicht, ja. Ich weiß auch nicht, warum es gerade mir verwöhnt ist, so alt zu werden, ja.
Eigentlich, ich habe ganz normal gelebt. Haben sie geraucht, haben sie Alkohol Nein, getrunken? nein, das habe ich nicht, nein. Nein, da war ich brav. Ja. Nein, das habe ich nicht. Geraucht habe ich nicht, nein. Und getrunken auch nicht, nein. Eben. Und so hat man ja kein gelebt eigentlich, ja. Man hat genommen, wie es gekommen ist, man hat so hingenommen eben alles. Es hat sich sowieso nicht ändern lassen. Das hat man sich abgefunden damit, und dadurch hat man auch vielleicht leichter alles überstanden, ja. Also sie haben den Blick auch immer irgendwie nach vorne gerichtet. Ja, nachher dann. sowieso. Und die Hoffnung, es wird doch vielleicht einmal ein bisschen besser werden. Die Hoffnung hat man aber gehabt, ja. Auch jeder. Was ist der Sinn im Leben? Ja. Man kann eigentlich nicht sagen, was der Sinn. Eigentlich, dass man halt sein Leben lebt, wie man es sich vorstellt, eben, oder wie es einem halt wohler geht, sozusagen, ja. Das ist eigentlich, ja. Es trachtet ja durch jeder, dass es zu etwas, ein bisschen zu etwas bringt und ein bisschen leichter lebt mit allen miteinander, ja. Das ist wichtig. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ja, das ist doch, eben Frieden wäre wohl wichtig, nachher ging es gut. Ich weiß nicht, gar so rosig sehe ich in meinem Alter die Zukunft nicht. Ne? Ich glaube nicht, besser wird es auf keinen Fall. Im Gegenteil. Aufwärts geht es viel schneller als aufwärts, ja. Das ist einmal so.